Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man ganz einfach mit Skelokrag den Titan Meganje besiegen kann. Auch bei diesem Titan ist es so, wenn ihr mit Skelokrag spielt, dass die NPCs, die ihr, wenn ihr alleine spielt, bei euch habt, ausschlaggebend sind, ob der Kampf leichter oder schwerer wird. Habt ihr zum Beispiel einen Gardevoir dabei, dann bekommt ihr regelmäßig Heilung, genauso wie bei Olitena zum Beispiel. Habt ihr aber ein Pokémon dabei, was Bedroher kann, wie zum Beispiel Arcani oder auch Staraptor, dann wird der Kampf auch leichter. In diesem Fall habe ich jetzt keinen von denen dabei, einfach um euch zu zeigen, dass es auch ohne diese geht, aber mit denen wird es noch einen Ticken einfacher. Ich werde euch erstmal ganz kurz zeigen, wie die Taktik ist, wie ich spiele und danach noch, wie das Skelokrag vorbereitet ist, dass ihr das genauso nachbauen könnt. Also ich starte hier erstmal mit Irrlicht, weil ich möchte den Gegner gerne verbrennen. Tut ab und zu mal fehlschlagen, man kennt es, oder? Oder kommt jetzt noch? Der Fluch war zuerst dran, oder? Er durfte zuerst angreifen. Ich komme jetzt erst, genau. So, ich verbrenne ihn, weil wir werden wahrscheinlich physisch angegriffen, höchstwahrscheinlich Zen-Kopfstoß, gehe ich mal stark von aus. Und wir nehmen die Verbrennung einfach ein bisschen mit, dass wir ein bisschen weniger Schaden bekommen. So, danach starte ich mit Lodalied, weil ich möchte gerne meinen Spezialangriff steigern, dass wir ein bisschen mehr Damage machen, weil Skelokrag hat ja sowas wie Ränkeschmied oder Gedankengut ja nicht. Und deswegen müssen wir hier Lodalied einsetzen. Ist aber auch nicht so verkehrt, macht ja zumindest auch ein bisschen Damage. Ihr seht, schadenmäßig bekomme ich hier gefühlt gar nichts rein. Also das ist wirklich sehr entspannte Runde. Ich werde jetzt hier einfach weiter ein bisschen Lodalied spielen, bis ich erstmal Terra kristallisieren kann. Das ist auf jeden Fall die erste Aufgabe, weil er wird unsere Werte bald resetten. Das heißt, ich werde jetzt nämlich nicht unendlich hoch aufpushen, weil es macht so oder so keinen Sinn, wenn er dann unsere Werte resettet. Aber ich will zumindest die 3 haben, um dann halt nochmal einmal anzugreifen, bevor er das Schild rausholt. Weil normalerweise ist es so, dass in der 5. Runde meistens das Schild kommt. Das heißt, wir haben eine Runde Irrlicht, 3 Runden Lodalied und dann spielen wir nochmal Spukball, wenn wir Glück haben. Manchmal kommt auch jetzt schon das Schild, dann ist halt einfach so, kann man nichts machen. Aber im Regelfall kriegt man eigentlich noch das eine Mal durch. Mal gucken, ob wir jetzt hier den Vorführeffekt haben. Wir sehen hier auch nochmal einen Zen-Kopfstoß, der reinkommt. Ja, gar nichts. Ja, also ist sehr, sehr angenehm. So, natürlich tun wir auf den Terra-Typen Geist-Terra kristallisieren, weil wir wollen weiterhin nicht von Kampfattacken getroffen werden, weil er wird nämlich Bodypress spielen, weil durch Fluch baut er seine Verteidigung auf und er würde Bodypress mehr Damage machen, aber da wir ja ein Geist-Typ sind, kann man auch mit Kampf nicht angreifen. Deswegen ist der Geist-Typ auf jeden Fall hier der bessere Typ. Nehmen wir Terra kristallisieren, gehen wir mal mit dem Spukball rein. Sind jetzt +3 durch 3-mal Lodalied. Zack, hauen jetzt hier einmal drauf. Damage ist okay. Ja, ist jetzt kein umwerfender Damage, aber wir können damit leben. So, wir gehen wieder Full Life durch Muschelglocke. Man könnte, wenn ihr Bock habt, bei dieser Taktik auch rein theoretisch auf die Muschelglocke verzichten. Ihr seht den Schaden, den wir bekommen, der ist so minimal, dass man theoretisch gesehen durch Tagedieb sich auch wieder hochheilen könnte und gar nicht auf eine Muschelglocke gehen müsste. Dann würde man nochmal ein bisschen mehr Damage machen, zum Beispiel mit hier Expertengurt 20% mehr. So, jetzt hat er unsere Werte gerade resettet. Ja, jetzt hat er unsere Werte resettet. Ab jetzt resettet er sie nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt ganz normal erstmal Lodalied einsetzen, um uns wieder ein bisschen hoch zu pushen vom Schaden. Also setzen wir das jetzt hier an. Man könnte es rein jetzt 6-mal einsetzen, um auf maximalen Schaden zu kommen. Ihr könnt es auch rein 4-mal einsetzen. Das müsst ihr ein bisschen selber entscheiden. Ich finde, wenn man es 6-mal einsetzt, macht man halt den meisten Schaden. So, es kommt hier halt eine Samenbombe rein, die trifft schon ganz gut. Da muss man jetzt gucken, dass man jetzt so ein bisschen switcht. Also ich würde jetzt sagen, macht jetzt hier zum Beispiel Spukball. Einfach um wieder ein bisschen Schaden zu machen. Hängt davon ab, welche Attacken er einsetzt. Also wenn er Samenbombe einsetzt, dann solltet ihr schon gucken, dass ihr immer wieder ein bisschen Leben nachfresht. Wenn ihr merkt, dass ihr zu low geht, das könnte jetzt zum Beispiel passieren, ja, macht ihr eine Samenbombe. Ihr seht, ja, dann könnte man jetzt auch sagen, okay, man geht auf Tagedieb. Ja, Tagedieb wäre auch eine Option, zu sagen, man nutzt den Angriff, weil damit heilen wir uns ja auf jeden Fall gut hoch. Ihr werdet jetzt sehen, hier, zack. Also wenn ihr merkt, ihr geht zu low, dann spielt ihr auf jeden Fall Tagedieb. So, wenn ihr merkt, euer Leben ist gut genug, dann spielen wir der Lodalied, weil wir wollen ja vom Damage her höher kommen. Das heißt, wie gesagt, Lodalied einfach zum Damage-Pote spielen. Ihr könnt ja mal nachgucken, wie hoch ihr vom Damage schon seid, indem ihr einfach Y drückt. Also wenn ihr seht es gleich, ich kann es euch mal zeigen, nachdem er jetzt wahrscheinlich Samenbombe eingesetzt hat. Ja, komm, hau sie raus. Ja, Schaden ist okay. So, ihr könnt jetzt ja sehen, wir sind aktuell bei +2. Jetzt könnte man sagen, okay, man macht jetzt nochmal ich mach's mal auf +4. Das sage ich mal, dass es mit +4 auch funktioniert, dass ihr das nicht ganz bis +6 machen müsst. Weil Spukball hat ja auch nochmal die Chance, die Verteidigung zu senken. Ja, ganz wichtig. So,
Ich würde jetzt theoretisch gesagt noch einmal angreifen. Also, zack, er macht jetzt 10 Kopfschuss. Mal gucken, das dürfte eigentlich gar nicht so viel Schaden machen, oder? 10 Kopfstoß. Ja, es geht. So, jetzt könnte man, weil wir greifen ja eh vor ihm an. Also, das heißt, ich mache jetzt nochmal einmal Loderlied. Jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden er jetzt macht. Er dürfte uns eigentlich mit der Samenbombe, wenn er sie einsetzt, nicht one-shotten, sagte er mit seinem hoffnungsvollen Blick. Und bitte mach jetzt keinen Volltreffer oder so. Ja, ihr seht, war jetzt entspannt. So, jetzt könntet ihr Target-Dieb machen, wenn ihr sagt, ihr wollt euch heilen oder ihr geht auf Damage. Ja, ich sage jetzt mal, Damage reicht jetzt aus. Ich schätze das mal so ein bisschen ein, dass ich genug Schaden mit Spukballen mache, um mich wieder ein bisschen hochzuheilen. So, ihr seht, Schaden ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gut, weil es auch ein Volltreffer, ja. Aber ihr seht, Heilung geht auf jeden Fall gut nach oben. Das hätte auch ohne Volltreffer sehr wahrscheinlich ausgereicht. So. Weil ihr könnt ja ungefähr so ein bisschen durchrechnen, ja. Samenbombe macht jetzt im Regelfall bei euch 70 Schaden. So, in meinem Fall jetzt hier 70 Schaden. Das heißt, wenn ihr mit Spukball euch mehr als 70 Leben hochheilt, reicht es vollkommen aus. So. Spielt also jetzt wieder Spukball. So, zack. Hauen den hier drauf. Jetzt dürfte noch eins, dann dürfte das Schild wahrscheinlich weg sein. Wie gesagt, ihr könnt auch weiter Loderlied spielen, wenn ihr das möchtet. Dann würdet ihr, wie gesagt, auf plus 6 kommen, würdet noch mehr Schaden machen. Aber wie gesagt, ich möchte zeigen, dass es auch mit plus 4 vollkommen funktioniert. Ja, wie gesagt, Schaden, ja, ist wirklich traurig. So, wenn das Schild weggeht, diese Runde, haben wir danach hier eine Bonusrunde. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, wenn ihr das Schild kaputt macht, dann greift in der Folgerunde das gegnerische Pokémon euch nicht an. Also jetzt greift es noch an, aber die Runde darauf greift es nicht an. Das heißt, ich werde jetzt nochmal Loderlied spielen, weil es eh eine kostenlose Runde ist. Ja, also die schadet mir dann ja nicht. So, jetzt kommt der Zen-Kopfschuss noch durch, wer fehlt. Ist so ganz praktisch, wenn der Zen-Kopfschuss gegen uns einsetzt, weil die Attacke trifft nicht immer. So, jetzt kann man Loderlied spielen. Theoretisch können wir sogar noch zweimal spielen, also ihr könntet jetzt sogar, wenn ihr wollen würdet, nochmal Irrlicht spielen, um ihn nochmal zu verbrennen, weil jetzt das Schild ja weg ist, um wieder weniger Schaden zu bekommen. Aber ihr seht, den Damage, den wir hier reinbekommen, der ist wirklich nicht hoch. Also, wir spielen, er ist sogar verbrannt. Okay, ja, ganz entspannt. War wahrscheinlich durch Triftzeppelin wahrscheinlich. Der macht nämlich, glaube ich, auch Irrlicht. Aber der Schaden, ihr habt ja gesehen, Samenbombe macht 70 Schaden. So. Er befreit sich von allen negativen Effekten, aber das ist uns ja vollkommen egal, weil wir sind ja auf plus 6 und nicht er. Also daher, er trefft er nämlich zweimal an den Runden. Ja, ihr seht, ist aber okay. Also ohne Verbrennung seht ihr, ne, es ist verbrannt. Okay, krass, obwohl er sich befreit hat von negativen Effekten. Dann spielt ihr hier einfach weiter Spukball. Wie gesagt, wenn es hier zu knapp werden sollte, könnt ihr auch selber Irrlicht spielen. Das wäre natürlich auch möglich. So. Ihr seht, ab dem Zeitpunkt jetzt ist es eigentlich vorbei. So, dadurch, dass wir ja Terra kristallisiert sind, machen wir so guten Schaden, auch wenn er jetzt doppelt angreift mit Samenbombe. Aber er macht Dampfwalze, okay. Hat keine Wirkung auf Triftzeppelin. Auf uns, naja, wir werden halt nur langsamer ein bisschen. Aber er ist eh so ultra langsam durch seinen Fluch, was er eingesetzt hat, dass es uns eh nicht beeinflussen sollte. Wir sollten immer noch vor ihm angreifen. Gehe ich von aus? Ja, machen wir. Also ihr seht, es ist wirklich eigentlich gar nicht schwer. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen auf euer Leben, das ein bisschen abschätzen, wie viel Schaden ihr bekommt. Das seht ihr ja, das könnt ihr ungefähr sagen wir so grob mitrechnen. Und dann setzt ihr einfach Target-Dieb dann ein, wenn ihr halt sagt, ihr braucht Target-Dieb. Und setzt es halt nicht ein, wenn ihr es halt nicht braucht. Wisst ihr, was ich meine? So, und dann spielt man einfach Spukball jetzt zu Ende. Und sagt, das Ganze geht jetzt hier zu Ende. Das kann man gut kombinieren, auch wenn jemand zum Beispiel von euch im Team Arceus spielt oder so, mit Säurespeier zum Beispiel. Das würde auch dem Skelocroc-Moveset auf jeden Fall helfen, wenn ihr da zum Beispiel wie so zusammenspielt. Also falls jemand eurer Kumpels, zum Beispiel halt Arceus spielt. Wenn ihr mit mehreren Skelocroc spielt, ist natürlich ganz praktisch, da muss nur einer Irrlicht spielen und die anderen können schon weiter währenddessen sich aufpushen, auch ganz praktisch. Wir können mal gucken, was er droppt, also jetzt droppt hier Megan, ich habe vorhin gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Auch Geheimgewürze, also wie die letzten Titanen auch. Wir haben hier Eisen, Fähigkeit Pflaster ist gedroppt, Silberkronenkorken, Nuggets, ja, so der Loot ist okay. Ich sag mal, kann man damit leben. So. Wie habe ich den Skelocroc vorbereitet? Das ist wahrscheinlich die wichtige Sache, die ihr wahrscheinlich alle wissen wollt, wie man das vorbereitet, weil habt ja wenig Schaden reinbekommen. Das liegt nämlich daran, wie es vorbereitet ist. So, da würde ich sagen, gucken wir uns das einmal ganz kurz an, wenn das Game jetzt mal laden würde. Dankeschön. So, gucken wir uns an. Eine Sache noch gleich ganz wichtig. Also, ich habe hier den Terra-Typen Geist genommen. Ich habe es noch mit Stellar probiert, würde rein theoretisch auch gehen, aber ihr habt gesehen, mit Geist ist es kein Problem. Muschelglocke.
Könntet ihr, wenn ihr es riskant haben wollt, durch Expertengurt zum Beispiel austauschen, aber dann müsst ihr noch mehr aufs Heilen achten, das müsst aber ihr entscheiden. Moveset-mäßig Loderlied, Spukball, Irrlicht und Tagedieb. Zu Tagedieb komme ich gleich nochmal. Ganz wichtig ist hier die Fähigkeit Unkenntnis. Darauf müsst ihr achten. Ganz wichtig, Leute, weil Unkenntnis ignoriert sämtliche Statusveränderungen des Ziels. Das heißt, durch Fluch wird ja auch der Angriff von Megandir stärker. Das heißt, Samenbombe und Zen Kopfschuss würden normalerweise mehr Damage machen, aber durch Unkenntnis ignoriert ihr diesen ganzen Kram. Ganz wichtig, also Unkenntnis auf jeden Fall reinpacken. Dann ein mäßiges Wesen. Und die EVs habe ich hier auf Verteidigung und Spezialangriff gemacht, weil wir ja nur physisch getroffen werden. Das heißt, wenn ihr ihn so vorbereiten wollt wie ich, dann müsstet ihr gucken, dass ihr ungefähr 350 Spezialangriff habt und 299 Verteidigung. Das ist ganz wichtig. Also diese beiden Werte solltet ihr so stehen haben und vielleicht 349 KP. Sonst würde das nicht, ich sag mal, es könnte auch funktionieren, aber ihr werdet mehr Schaden bekommen als ich und dann könnte es auch ein bisschen knapper werden. Also ich würde es so vorbereiten, wenn ich ganz ehrlich bin, da war es, wie gesagt, eben gerade wirklich ultra entspannt. So, falls ihr nicht wisst, wie man Tagedieb bekommt, Tagedieb ist eine Zuchtattacke. Die kann man aber durch den Kamsin und Purpur ja ganz einfach bekommen, indem ihr einfach bei Skelokrag eine Attacke vergessen macht. Also ihr geht einfach hin, macht einfach hier eine Attacke vergessen, dass ihr einen Platz frei habt. Dann holt ihr euch ein Beispiel Wambitz ins Team. Das kann von Haus aus Tagedieb. Da könnt ihr nur einfach auf alte Attacke erinnern drücken. Bringt dem Tagedieb bei. Rüstet im Endeffekt eurem Skelokrag ein Kopierkraut aus, das könnt ihr in den Motobeutelladen kaufen. Habt dann nur die beiden im Team, also nur nur Wambitz und Skelokrag und dann macht ihr einfach kurz ein Picknick auf. Und so gebt ihr die Attacke Tagedieb an Skelokrag weiter und da habt ihr halt diesen Selfie mit drin. So Leute, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.